Ja, so, willkommen zurück zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Leiche von Martin Hamish gefunden, nachdem wir ihn überführt hatten. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, sprechen wir mit Inspektor Lestrade mal darüber. Und müssen dann das Ganze mal ausprobieren. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. Okay. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Okay, da machen wir jetzt mal eine Let us Timeline. analyze the facts and statements Ach du Scheiße. so that we may recreate the events of that morning. Also, Martin Hamish und Montague Dunn trafen sich gegen 9:30 mit Albert im Saathaus. Wie mache ich das denn jetzt? Okay. Um circa 20:10 gingen Hamish und Montague Dunn in den Hinterhof. Nach 10 Minuten setzte Dunn seine Inspektion fort und betrat das Wüstenhaus. Hamish kehrte zurück ins Saathaus. Gegen ca. 20 vor. Mr. Hamish. Ne, warte mal. Ca. 20 in den Hinterhof. Okay, nach 10 Minuten. Und er ging weiter alleine zurück. Montague Dunn ist im Saathaus. Martin Hamish hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf. Moment. Als sie dann schließlich mit Hamish und Albert im Seerausenhaus sah und sich zu ihnen gesellte. Also um 10:40 Uhr. Das heißt, dann gingen sie dahin. Und um 10 hatten die eine Unterredung. So. Hamish lief sofort zu Albert, als er sah, dass es Montague Dunn nicht gut ging. Das war gegen 10:30. Okay. Gegen 10:30. Albert hielt sich den ganzen Morgen im Saathaus auf. Um 10:10 sah er, wie Hamish von seinem Gespräch mit Miss White zurückkam. Um 10:10. Dann müsste er da gewesen sein. Und er kehrt zurück. Also er kehrt von dem Gespräch mit Miss White zurück. Hier. Abspielen. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White
was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Okay. Hamish, Miss White. Ich würde sagen, Miss White blieb nach dem Gespräch mit Martin Hamish alleine im Labor. Da Montague Dunn um 10:20 Uhr Anzeichen einer Vergiftung zeigte, hatte Miss White ca. 20 Minuten Zeit. Das heißt, sie hat am meisten Zeit. Und ich würde sagen, dass das so passt. Dass sie 20 Minuten Zeit hatte. Sie hat die Tür abschließen und Martin Hamish Bescheid geben können, damit dieser das Belüftungssystem aktivieren konnte. Ich denke, so ist es eigentlich auch passiert. Was haben wir noch für Hinweise? Alberts und Hamish Zeitachse. Martin Hamish und Albert sind keine Komplizen. Es ist unwahrscheinlich, dass Albert die Gelegenheit hatte und 10 Minuten hätten auch nicht ausgereicht, um die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen. Ich glaube, das war so. Ich glaube, es ist so. Das hier würde halt auch dazu sprechen, oder dafür sprechen. Okay, dann passt das alles nicht. Also ich glaube, dass die White eine Komplizin ist. Miss White ist eine verzweifelte Frau, die sich mit reichen Männern einlassen muss. Als dann sie fallen ließ, ging sie aus Verzweiflung den Mord. Martin hat versucht, sie zu schützen. Sie verdient eine zweite Chance. Ich glaube, also das hier, der Text, der hier steht, glaube ich nicht. Sondern ich glaube eher, dass das, was hier steht, stimmt. Und ich würde sagen, wir gehen diesmal Gnade für Miss White als moralische Entscheidung ein. Und das Ganze bestätigen wir jetzt mal. Und dann schauen wir mal, ob wir richtig liegen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ob das jetzt so passt oder ob das nicht geht. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining, the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Okay. Sprechen wir jetzt mal mit Miss White. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. I am not blaming you, Miss White. You are a young and brilliant woman, trapped in a dull and hostile world.
Life has never been easy. Men, in particular. You... It is hopeless. Indeed. Well, it may be true that I cannot yet change the world, but I can spare your life. My life. There is nothing left to save. I have lost everything. Do you hear me? Everything! And you. You were just like all the others. You would abuse and take advantage of a vulnerable woman. I hardly think so. Now just listen to me. I've tried so hard, but I have had enough. Miss White, no! Ne. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Jetzt mach doch mal was, Watson. Ne, ich Idiot. This is tragic, Holmes. Are you Scheiße. able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Scheiße. Ah, so eine Scheiße, ey. Warum habe ich denn zu spät geklickt? Boah, ärgert mich das jetzt, ey. Ah, so eine Rotze. Ja, haben wir denn... Ja, wir haben alles gefunden. Wir haben die Schlussfolgerung auch richtig gehabt. Aber das hier kann man doch nicht so stehen lassen. Ich guck mal, was passiert, wenn wir auf anderes Ende drücken. Ja, das möchte ich. Das möchte ich einmal bitte tun. Eigentlich tue ich das nicht. Aber das kann man so nicht stehen lassen. Auch wenn die Situation natürlich für sie aussichtslos zu wirken scheint, aber nee, das kann ich jetzt, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich hoffe, ihr seht das genauso, beziehungsweise, ja, in Anführungszeichen, verzeiht mir jetzt diesen, ja, diese Entscheidung, die ich jetzt hier gerade treffe. Aber so kann man das wirklich nicht stehen lassen. Das wäre zu krass. Das müssen wir nochmal machen. But Holmes, how can you be certain that... Okay, It is wir obvious. gehen einfach mal ein bisschen vor, ne? Das haben wir ja, Very... Just Whatever. haben wir ja schon mal Alright. gesehen. Das heißt, wir springen jetzt direkt zu dem Gespräch mit ihr. Und ja, hoffentlich schaffe ich es Mr. jetzt. Holmes, good... you do Ja, Well, okay. not. Ja, wir haben So auf sie please. gewartet. you were wrong. It. Okay. You Ja. think Mhm. You don't... I am not. You are a. You- In. And Okay. you. I hardly. I've tried... Miss White, no. So, jetzt aufpassen. So, wir gehen einen Schritt nach vorne. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Oh, wir gehen noch einen Schritt vor. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. So. Gehen weiter. Stop this foolishness.
cannot truly want to die. No, it's too late. So, jetzt aufpassen. Jetzt. Ja. Selbstmord ist keine Option. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Ja, so gefällt mir das schon besser. Der Selbstmord am Ende, der wäre ein bisschen zu krass gewesen in meinen Augen. Deswegen habe ich jetzt das einmal ja so entschieden, dass wir da einmal nochmal zurückspringen. Wie gesagt, ich hoffe, es geht für euch klar. Hättet ihr das ähnlich gemacht oder hättet ihr einfach gesagt, komm, lass die Alte doch verrecken? Das würde mich interessieren. Ich würde sagen, wir beenden auch gleich an dieser Stelle hier einmal die Folge. Die ist dann ein bisschen kürzer, aber dann starten wir mit einer neuen Folge in den neuen Fall. Wir bestätigen hier einmal die Entscheidung. Ja, das wollen wir tun. Mit derselben Lösung haben 91% und dieselbe moralische Entscheidung 24%. Da bin ich immer irgendwie so, ja, weiß ich nicht, entscheide ich irgendwie nicht so wie mit der Masse. Ja, aber bevor ich jetzt hier auf Fortfahren klicke, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei dem Drama von Kew Gardens. Wie gesagt, lasst mich wissen, wenn ihr auch so entschieden hättet oder wie ihr entschieden hättet. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Fall. Ich weiß noch nicht, wie er heißt, aber es ist auf jeden Fall der letzte Fall hier von Sherlock Holmes. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis dahin, auf Wiedersehen.